Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal wieder um die GooSky E2 Bell UH1Y Venum. Ich hatte euch ja in einem der letzten Videos schon mal die RTF-Version vorgestellt mit Fernsteuerung. Heute habe ich hier die BNF-Version für einen eigenen Sender. Ich werde dafür benutzen die Radiomaster TX16S Max. Da ich ja schon ein ausführliches Video zur GooSky E2 gemacht habe, werde ich auch jetzt hier in dem Video nur mal ganz kurz nochmal die Bell etwas näher zeigen, für die, die das andere Video noch nicht gesehen haben. Der Packungsinhalt ist auch nahezu identisch, außer dass hier natürlich die Fernsteuerung und das Ladegerät für den LiPo fehlt. Das ist nämlich nur in der RTF-Version mit vorhanden. Was wir aber in diesem Video machen, ist den GooSky E2 Rumpf einmal öffnen, damit ich euch den mal von innen zeigen kann und auch mal die Mechanik etwas genauer zeigen kann. Und was ich euch noch zeigen werde, wie man die GooSky App benutzen kann. Die kann man ja auch bei der Bell anschließen. Dazu braucht man ein paar Dinge. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann kann man mit dem Handy auch noch ein paar Einstellungen tätigen. Danach zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich die Radiomaster eingestellt habe für die Bell. Und am Ende gehen wir natürlich auch nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Ja, von außen habe ich euch ja die Bell UH1Y schon in einem ersten Video zur RTF-Version gezeigt. Wenn ihr da alles im Detail sehen möchtet, könnt ihr euch gerne auch mal dieses Video anschauen. Das verlinke ich euch mal hier oben rechts. Aber wie ihr auch hier schon sehen könnt, haben wir hier wirklich richtig viele Details angebracht. Auch überall Nieten, Blechstöße und. Auch die seitlichen Türen können wir hier aufschieben, was auch im Flug richtig cool aussieht. Das Einzige, was wir hier leider nicht haben, ist eine Beleuchtung. Aber wie gesagt, schaut euch auch gerne mal das Video zur RTF-Version von mir an. Da zeige ich alles nochmal im Detail. Hier wollte ich euch ja hauptsächlich mal die Bell von innen zeigen. Um jetzt an die Mechanik zu kommen, müssen wir als allererstes natürlich einmal den Rumpf öffnen. Dazu müssen wir als allerersten Schritt vorne einmal die Haube abnehmen und am besten auch direkt das Landegestell abschrauben. Dann müssen wir alle diese Schrauben hier am Rumpf entfernen bzw. rausdrehen. Das geht natürlich am besten mit so einem kleinen elektrischen Werkzeug. Diese 4 Schrauben hier sind zur Befestigung der Mechanik am Rumpf und die restlichen Schrauben halten im Grunde die beiden Rumpfhälften zusammen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal eben im Schnelldurchlauf und dann zeige ich euch das Innenleben bzw. die Mechanik mal etwas näher. Wenn ihr dann alle Schrauben rausgeschraubt habt, wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten das genau 19 Stück sein, könnt ihr ganz vorsichtig die beiden Rumpfhälften auseinanderziehen. Und wenn ihr auf beiden Seiten die 3 Mechanikschrauben gelöst habt, dann ist die Mechanik auch sofort frei. Ja, hier haben wir jetzt die ganze Mechanik mal komplett aus dem Rumpf ausgebaut und ich würde sagen, ich zeige euch die jetzt mal als nächstes etwas genauer. Ja, wir haben hier ein sehr stabiles, verbindungssteifes Kunststoffchassis, an dem alle Hauptkomponenten angebracht sind. Als Heckrohr haben wir hier ein stabiles 8 mm Vierkantrohr, denke ich mal, aus Kohlefaser und am Ende nochmal eine 2,3 mm starke Carbonerhöhung, wo dann der Heckmotor dran befestigt ist. Als Antriebe haben wir hier natürlich Brushless-Motoren eingebaut und zwar als Hauptmotor einen 580 kV und als Heckmotor einen 4200 kV. Sowohl der Hauptmotor als natürlich auch der Heckmotor treiben die Rotore hier direkt an. Die Rotorwelle ist hier zweifach gelagert und der gesamte Antriebsstrang besteht aus Metall. Auch der Rotorkopf besteht komplett aus Aluminium inklusive der Blatthalter. Die Taumelscheibe wird angesteuert von 3 Digital-Metall-Getriebeservos, wie man sehen kann, im 120-Grad-Winkel angeordnet. Hier unterhalb des Rotorkopfs haben wir dann hinten noch die Status-LED. Über dem Akkufach haben wir dann den Flight Controller. Der sendet ja im Futaba-Protokoll SFHSS. Er ist aber auch, wie man hier vorne schön sehen kann, noch kompatibel zu DSM, ERLS, S-Bus und PPM. Dazu muss dann teilweise zum Beispiel noch ein Satellitenempfänger angeschlossen werden. Unterhalb des Akkufachs haben wir dann hier vorne den XC30-Anschluss für den LiPo und dahinter haben wir noch den Motorregler. Wie man sehen kann, sind hier alle Kabel sauber verlegt und auch mit Kabelbinder schön zusammengehalten. Auch am Heckrohr entlang sind die Kabel hier nochmal mit Klebeband fixiert. Also wirklich alles qualitativ sehr gut und sauber verarbeitet, wie ich finde. So sehen übrigens die Rumpfhälften von innen aus. Auch alles sehr schön und sauber verarbeitet. Auch vorne die Haube, alles wunderbar. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal eben kurz, wie man die Bell mit der Bluetooth-App verbindet. Ja, wie eben schon gesagt, können wir die Bell auch mit dem Handy verbinden, um noch ein paar Einstellungen zu machen. Dazu braucht ihr natürlich als allererstes mal ein Handy und ihr braucht hier dieses Bluetooth-Modul. Da zeige ich euch jetzt mal gerade ein Bild mit Artikelnummer, welches ihr da bestellen müsst. Dann müsst ihr als nächstes das Modul ganz rechts in den BT-Eingang einstecken. Dann müssen wir natürlich auch die App noch runterladen. Die gibt es bei Apple und bei Android im App Store. Der Heli muss natürlich auch mit Strom versorgt werden. Dazu müssen wir einmal den Sender anschalten und den LiPo einstecken. Wenn das Bluetooth-Modul korrekt angeschlossen ist, sehen wir das auch an der blau blinkenden LED. Dann öffnen wir einmal die App und sehen den Startbildschirm. Hier klicken wir einmal auf Scan. Dann scannt er alle Bluetooth-Verbindungen, die das Handy findet. Unter anderem sehen wir dann auch die GooSky-Verbindung. Da klicken wir einmal drauf. Am Bluetooth-Modul sehen wir jetzt eine dauerhaft leuchtende blaue LED, das heißt alles sauber verbunden. Dann können wir wieder auf Home klicken. Dann können wir hier einmal auf Start klicken und kommen in die Einstellungen. Hier kann man dann, wer will, noch einige Einstellungen tätigen, unter anderem auch die mechanischen Setups.
wollen wir jetzt nicht, deswegen gehe ich wieder auf Start zurück, auf Home. Ja, und so kann man dann noch einige Einstellungen in der Bluetooth-App verändern. Ja, wenn ihr das Modul dauerhaft im Modell behalten wollt, würde ich sagen, könnt ihr es am besten hier oben mit doppelseitigem Klebeband einkleben. Hier stört es am wenigsten, sieht gut aus. Hier sieht man auch noch die LED. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Platz. Und jetzt zeige ich euch noch mal ein paar schöne Drehtelleraufnahmen. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz meine Einstellungen, die ich im Radiomaster Sender eingestellt habe. Ich werde jetzt nicht euch genau zeigen, wie ich es eingestellt habe. Im Grunde habe ich es auch einfach nur nach YouTube-Videos gemacht. Da gibt es auch schon zu Genüge. Könnt ihr mal gucken. Nicht unbedingt für den E2, sondern eher für den S2. Auf der Goosky-Seite gibt es auch zum Downloaden eine Anleitung für die Einstellungen der Radiomaster, aber auch nicht für den E2, sondern auch für den S2. Das sind aber die gleichen Einstellungen, die könnt ihr so genau übernehmen. Ich habe bei meiner Radiomaster jetzt 3 Schalter belegt, und zwar einmal den SD-Schalter. Das sind im Prinzip, ja, ich sag mal, ungefähr die Flugphasen, beziehungsweise Pitch und Gaskurve sind hier drauf, die 3, die man einstellen kann. Dann habe ich einmal den SA-Schalter, da habe ich den Gyro drauf, beziehungsweise die 2 Stabilisierungsstufen. Und einmal den SF-Schalter, das ist der Motorausschalter. Und was ich da jetzt eingestellt habe, das zeige ich euch mal eben. Wenn ihr dann alle Einstellungen gemacht habt, müssen wir natürlich den Sender noch mit dem Heli binden. Das geht aber hier ganz einfach. Wir gehen einfach wieder in das Modell-Setup rein, scrollen einmal bis ganz unten. Da haben wir dann den Punkt Bind. Da klicken wir einmal drauf. Der Heli muss natürlich auch an sein. Und dann haben wir hier oben am Flight Controller links einen Knopf. Den müssen wir am besten hier mit so einem kleinen flachen Schraubendreher einmal länger drücken. Dann piept der Heli kurz. Initialisiert. Dann klicken wir hier nochmal drauf und dann ist der Sender auch schon gebunden. Können wir auch nochmal kontrollieren, indem wir die Sticks rühren. Alles in Ordnung. So, ich habe den Sender ja jetzt so eingestellt, dass wir hier oben auf dem SD-Schalter die Pitch- und Gaskurven drauf haben. Das heißt, in der obersten Stellung haben wir den Anfängermodus mit der geringeren Pitchkurve. Das heißt, wenig Pitch nach unten und einen geringeren Pitchausschlag nach oben ins Positive. Und wir haben die Gaskurve so eingestellt, dass, wenn wir den Motorausschalter jetzt hier mal anstellen, dass der Motor bei 0% Stick auch 0% Gas heißt. Das heißt, ich kann den Motor mit dem Stick starten, ungefähr bis Knüppelmitte, und dann haben wir eine konstante Drehzahl und der Motor geht auch wieder aus, wenn ich den Knüppel ganz nach hinten ziehe. In der zweiten Stufe, wenn ich den Motorausschalter wieder runter mache, haben wir dann die Pitch-Ausschläge im vollen Ausschlag, das heißt 100% positiv wie negativ, das in Stufe 2 und in der dritten Stufe auch plus minus 100%. Und wenn ich da den Motoranschalter jetzt wieder anschalte, haben wir hier auch in Stufe 2 eine Gasgerade mit etwas mehr Drehzahl als in Stufe 1.
Und in Stufe 3 erhöht sich dann die Drehzahl nochmal für richtiges hartes 3D-Fliegen. Und mit dem Motorausschalter können wir dann natürlich den Motor auch wieder ausschalten. Auf dem SA-Schalter, wie eben schon gesagt, habe ich jetzt den Gyro liegen. In der obersten Stufe habe ich den Anfängermodus auch wieder. Das heißt, der Gyro stabilisiert so, dass der Heli wieder in Neutrallage zurückgeht. Hört man hier auch. Und in der zweiten und dritten Stufe ist die normale Stabilisierung. Da driftet der Heli dann im Flug einfach weiter. Kann man auch hören, dass die Taumelscheibe wieder zurück will. So habe ich jetzt meinen Sender eingestellt und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal fliegen. Ja, auch hier zur BNF-Version nochmal ein kleines, etwas abgekürztes Fazit am Ende. Die Bell UH-1Y sieht mega aus, viele schöne Details sind vorhanden, nur die Beleuchtung fehlt leider. Mehr gibt es, glaube ich, zur Optik nicht zu sagen. Fliegerisch habe ich ja auch im ersten Video schon gesagt, fliegt die Bell echt super gutmütig und stabil. Gerade auch im vollstabilisierten Mode ist sie wirklich sehr angenehm zu fliegen. Wer möchte, kann mit der Bell natürlich auch volles 3D fliegen. Einen Flug zeige ich ja auch im Video zur RTF-Version. Wer sich dafür interessiert, meins ist es jetzt bei Scalar nicht so. Welchen Sender man jetzt benutzt, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich bin mit der RTF-Fernsteuerung genauso gut zurechtgekommen wie mit der Radiomaster. Aufgrund der großen Kompatibilität des GooSky E2 gibt es aber, was nutzbare Fernsteuerung angeht, fast keine Grenze. Ich denke mal, da wird für die meisten was dabei sein und wenn nicht, dann bleibt ja noch die RTF-Version mit der GooSky-Fernsteuerung. Die Mechanik, habt ihr ja gesehen, ist auch ordentlich aufgebaut und qualitativ sehr gut. Auch das Aus- und Einbauen der Mechanik klappt wirklich sehr einfach und schnell. Auch hier gebe ich nochmal den Hinweis, dass man besonders beim Heckrotor auf die richtige Einbaurichtung achten sollte, denn ich habe es schon falsch gesehen und am Anfang auch selber falsch gemacht, weil es optisch erstmal so aussieht, als käme der andersrum drauf. Die kleinen Rippen müssen aber nach außen zeigen. Das erkennt man auch an der Abflachung in der Aufnahmebohrung, die natürlich auf das Gegenstück der Motorwelle passen muss. Die App ist auch ganz praktisch, um mal eben schnell ein paar Einstellungen zu tätigen. Dazu braucht ihr aber, wie eben gezeigt, das Bluetooth-Modul. Das kostet aber ungefähr 7, 8 Euro, also auch nicht die Welt.
Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung aber auch nochmal den Guska E2. Da gibt es sogar noch einen Rabattcode dazu. Dann verlinke ich euch das Bluetooth-Modul und auch die Radiomaster und auch das elektrische Schraubendreherwerkzeug. Über den Link bekommt ihr nämlich auch nochmal 10% Rabatt. Ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure Meinung zum Guska E2. Abo und Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.